Hallihallo und willkommen zurück zu Java. Ja, heute gibt es ein kleines Special und zwar hat mir gestern jemand einen Comment geschrieben wegen dem 8-Damen-Problem in Java. Ja, hat mich dann irgendwann gepackt. Ich wusste echt nicht, wie man das lösen kann und habe mich da mal dran gesetzt und heute bin ich dann auf die Idee gekommen, die es gebracht hat. Und zwar, ja, das 8-Damen-Problem ist folgendes. Ihr könnt euch bitte ein Schachbrett vorstellen mit 8 auf 8 Feldern. Ich glaube, das sind hier 8. Ne, das sind keine 8, das sind 7. Jetzt sind es 8. Genau. So, und ich versuche das gerade mal hier so hinzuzeichnen, so ein bisschen. Ich glaube, jetzt habe ich 8 auf 8, 4, wow, kann so nicht zählen, okay. Ja, jetzt sind es 8 auf 8 Felder und es geht darum, 8 Damen zu platzieren. Also man kann das natürlich auch beliebig groß machen, man kann es auch 10 auf 10 machen oder wie auch immer. Das lässt sich dann später in dem Programm auch noch leicht ändern. Aber wir wollen jetzt erstmal 8 auf 8 machen, denn es ist schon langsam genug. Also es braucht schon lang genug zum Rechnen. Ja, wir wollen 8 Damen in diesem Schachbrett aufstellen, so dass sie sich nicht gegenseitig schlagen kann. Also jede Dame könnte jede andere Dame schlagen und man möchte sie jetzt so positionieren, dass sie nicht sich gegenseitig bedrohen. Das heißt, im nächsten Zug kann keine dieser 8 Damen irgendeine andere Dame schlagen. So, und sagen wir mal, wir wollen die jetzt hier so platzieren. Also ich lasse das auch mal offen hier, damit wir da immer wieder drauf spiegeln können. Wir brauchen natürlich zunächst mal irgendwas, wo wir reinspeichern, wo die Damen drin sind. Denn wir können nicht alle Damen auf einmal generieren. Und das machen wir in dem Array Queens. Das ist ein Integer Array, witzigerweise kein Boolean, also wir haben nicht irgendwie ein Boolean, wir haben das jetzt da platziert auf diesem Feld und es ist auch nur ein eindimensionales Integer Array. Ja, warum das so ist, ist folgendes. Wir werden uns, glaube ich, einig sein, dass hier in dieser ersten Spalte, die wir hier haben, tatsächlich nur eine Dame stehen kann. Denn sonst könnte ja diese Dame von hier oben, sagen wir mal, diese Dame von hier unten schlagen im nächsten Zug. Und genau das wollen wir ja vermeiden. So, deswegen können wir uns sparen, das hier als zweidimensionales Array zu modellieren, sondern können hier einfach sagen, ein eindimensionales Array reicht uns. Und zwar für jedes von diesen hier ein Eintrag im Array und da speichern wir uns dann rein, wie hoch ist diese Dame. Also quasi 0 bedeutet, sie ist hier unten und 7 würde bedeuten, sie ist hier oben. Wenn wir jetzt an Queens von 0 gucken. Wenn wir an Queens von 7 gucken zum Beispiel, dann sind wir hier. Also Queens von 7 gleich 0 würde bedeuten, hier steht eine Dame und Queens von 7 gleich 7 würde bedeuten, hier oben steht eine Dame. Gut. Also da sie sich halt so horizontal, nee nicht horizontal, vertikal schlagen könnten. Genau, logischerweise muss das Array hier initialisiert werden, denn wenn wir es nicht tun würden, dann wären am Anfang alle Damen hier unten und das wäre ein bisschen schlecht, dann würden sie sich nämlich gegenseitig totschlagen. So, das machen wir mit einem coolen Initializer. Falls ihr nicht wisst, was das ist, bitte mein Video dazu gucken. Ich finde die einfach cool. Ich spare mir an der Stelle den Konstruktor, denn ja, wir brauchen ihn nicht wirklich. Wir hätten gern den Default-Konstruktor und deswegen spare ich mir das jetzt hier. So, und wir schreiben einfach mal am Anfang initial, also ich benutze immer so diesen magischen Wert integer.min-value jetzt gerade in diesem Moment hier überall. Also überall, wo keine gültige Dame steht, in der Zeile, in der Spalte, Entschuldigung, steht ein integer.min-value drin und das wird auch so bleiben. Ja, heißt einfach, dass sie sich nicht gegenseitig bedrohen könnten. Achtung, wenn ihr -1 oder sowas nehmt, dann denkt euer Programm am Schluss, ihr habt hier unten drunter noch so eine Zeile stehen und da stehen jetzt schon Damen drin und eine Dame, die hier steht, kann logischerweise dann zum Beispiel hier, ich weiß jetzt nicht, ob das genau hingekommen ist, Sekunde, dann müsste sie hier stehen. Aber ja, das wäre durchaus möglich, denn ihr habt ja am Anfang alles mit -1 initialisiert. Das heißt, hier dürftet ihr schon keine Dame mehr hinstellen, wenn die sich bedrohen. Deswegen nicht -1 nehmen, sondern irgendwas, was weit weg ist. Ihr könnt auch Max-Value nehmen. So, und in die Main-Methode, die ich hier schon mal reingetan habe, machen wir nicht viel, sondern einfach nur new queens.solve. So, ohne R. New queens.solve. So, dieses queens.solve create class solve and type queens. Nein, nicht ganz. Ich hätte einfach gerne eine Methode davon. Aber das versteht er irgendwie gerade nicht. Weil ich hier unten noch so ein bisschen Kram rumfahren habe. Das hier und das murkst irgendwie den Eclipse Compiler ein bisschen kaputt. Aber dann schreiben wir es uns halt selber. Private void solve. So, nimmt keine Argumente oder sonst irgendwas. Na komm schon. Okay, er kapiert es nicht. Ich tue das jetzt hier mal rauslöschen. Ne, ich lasse es drin. Ihr braucht es vielleicht noch.
So, und jetzt machen wir hier diese Solve-Methode weiter. Vorsicht, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Und zwar, wir haben zunächst mal 8 Damen, logischerweise. Also, ja, n Damen im Prinzip, weil wir hier oben diese 8 schnell ersetzen könnten. Wir wollen das Ganze ja flexibel halten. Deswegen schreiben wir hier Queens. Wir schreiben erstmal hier 0 hin und dann schreiben wir Queens.length. I kleiner Queens.length. So. Und wir wollen dann natürlich jede Dame setzen. Deswegen schreiben wir hier i++ hin. So einfach wird es leider nicht. Wir werden dieses i hier intern mal manipulieren und zwar nicht nur einmal. Aber ja, das Grundprinzip ist, wir wollen jede Dame setzen. Und am Anfang weisen wir der aktiven Dame einfach mal den Wert 0 zu. Also wir setzen sie unten hin. Jetzt denkt ihr vielleicht, okay, die ist doch jetzt, das haben wir doch gerade extra gesagt, dass wir das nicht wollen. Ja, aber wir wollen die Damen nach und nach hinsetzen und schauen, dass alles passt. Und deswegen schreiben wir uns hier eine Schleife. Und zwar, solange die Dame, die wir gerade setzen, eine Bedrohung ist für eine Dame, beziehungsweise das ist genau dasselbe wie sie wird von einer anderen Dame bedroht, ist genau dasselbe wirklich. Solange sie eine Bedrohung ist für eine der anderen Damen, die schon gesetzt ist, oder aber, und sie auf dem Spielfeld liegt, Queens.length, und sie da drauf ist, erhöhen wir. So, jetzt habe ich aber hier kleiner gleich geschrieben, denn wir wollen auch außerhalb dieses Spielfelds gehen. Quasi einfach ein Value, der uns sagt, okay, es gibt einfach keine Möglichkeit, diese Dame zu setzen aktuell, sodass sie keine andere Dame hier bedroht. Das wäre dann der Fall i gleich Queens.length. Solange wollen wir hier Queens von i 1 erhöhen, also einfach plus plus. Also wir wollen sie dann einfach 1 nach oben setzen. Sprich, wir sagen, wir haben hier eine Dame und setzen dann hier eine hin. Okay, die bedrohen sich, setzen wir sie hier hin. Scheiße, die bedrohen sich immer noch, also setzen wir sie hierher. Okay, hier ist okay, also fangen wir mit der nächsten an. Wir setzen sie hierher. Doof bedroht sich mit der ersten Dame hier. Okay, setzen wir sie hier rein. Da bedroht sie sich aber mit der da oben. Also setzen wir sie hier rein, bedroht sie sich wieder mit der ersten Dame, weil schräg und so. Und mit der hier. Setzen wir sie hierher, bedroht sie sich mit, also ist sie bedroht, beziehungsweise bedroht die zweite Dame, setzen wir sie hierher, passt alles. Ihr versteht, glaube ich, das Prinzip. Deswegen, ja, solange sie hier ein Thread ist, beziehungsweise, schieben wir sie einfach 1 nach oben und wenn sie dann irgendwann mal außerhalb des Bereichs hier oben ist, dann machen wir was mit ihr. Und zwar, wir machen folgendes mit ihr, wir sagen Backtrack. Und zwar i. Also wir wollen, dass diese Dame hier, falls sie nicht ganz legal da oben ist, außerhalb des Spielfelds, wollen wir sie wieder reinpacken, beziehungsweise sagen einfach den vorigen Damen, die eine Dame hier kann so nicht stehen, weil sie wird irgendwie immer bedroht, also setzt euch gefälligst hier vorne dran ein bisschen anders, damit die eine Chance hat, damit sie sich irgendwie hinsetzen kann. Okay, das macht dieses Backtrack nachher, das schreiben wir aber danach. So, wenn jetzt hier bei diesem Backtrack, also wir weisen hier diese Zählvariable, diese Schleifenvariable i, also die wir hier auch erhöhen, weisen wir hier tatsächlich neu zu. Und wenn dieses i jetzt ungültig wird, also zum Beispiel kleiner als 0 ist, oder aber, wenn es größer oder auch gleich groß wie Queens.length ist, dann gibt es leider keine Lösung mehr. Sprich, wir können aussteigen aus der Schleife, also aus dieser Vorschleife hier, und wir sagen, wir sind fertig. Dann passiert gar nichts mehr. Das ist quasi unser Endfall. Und ja, für den Fall, dass es eine gültige Lösung zurückgibt für dieses i, also nicht kleiner 0 und nicht größer gleich 8 in unserem Fall, dann sagen wir, wenn i Queens.length minus 1 ist, also wenn sie ganz oben steht, wenn sie ganz rechts die Dame verändert hat hier, also wenn wir hier diese Dame verändert haben, dann geben wir, wo bin ich? Dann printen wir erstmal diese ganze Sache hier aus, weil dann haben wir eine Lösung gefunden. Wenn wir diese ganz rechte Dame vernünftig gesetzt haben, also wir fangen ja links an und gehen nach rechts durch, und wenn wir die letzte Dame gesetzt haben, dann ist alles okay. Und wir sind quasi fertig. So, dann können wir hier auch einen Return einfügen. Wie ich gesagt habe, es gibt 92 Lösungen, also hier werden wir nachher gleich noch was einfügen, damit es auch wirklich alle Lösungen printet und nicht nur diese eine. Okay, genau. Also das sind quasi unsere 2 Abbruchbedingungen hier. Ansonsten wird einfach also wir kriegen hier wieder ein i zurück und dann gehen wir wieder in diese äußere Schleife hier und weisen der
Dame hier wieder was zu und fangen wieder von vorne an zu berechnen. So, jetzt fehlen uns natürlich noch die drei Methoden isThread, Backtrack und Print. Ich glaube, ich mache mal die einfache zuerst. Diese Print-Methode, die ist jetzt nicht so schwer. Und zwar könnte ich die einfach mal kurz kopieren und sie euch kurz erklären. Ich habe das natürlich schon alles vorgeschrieben hier. Im Prinzip soll ausgegeben werden, eckige Klammer auf, dann für jedes, dann die ganzen Zahlen, wo die Damen stehen und dann wieder eine eckige Klammer zu und eine neue Zeile. Mehr ist das nicht. Ja, das ist jetzt, glaube ich, nicht so wichtig. So, jetzt die isThread-Methode, die sollten wir vielleicht als nächstes machen, denn die ist auch relativ wichtig. Und zwar sagen wir hier, okay, wir kriegen ein i rein und wir gehen in einer Vorschleife durch. Int j, weil i schon vergeben ist, j gleich 0, j kleiner, also wir wollen wieder alle Damen durchgehen, Queens.length und j++ logischerweise. Hier müssen wir nicht irgendwie die Zellvariable verändern, sondern ganz normal. So, wir sagen einfach, okay, die Dame kann nicht bedroht werden von sich selbst, logischerweise irgendwie, weil die Dame sich einfach nicht selber bedrohen kann. Okay, das heißt, wir überspringen den aktuellen Fall und gehen einfach im nächsten Schritt eine Dame weiter und gucken, ob die sich bedrohen. Also wir überspringen einfach den Fall, dass die beiden gleich sind. So, wenn die Dame an der Stelle J, also die, mit der wir die aktuell setzende Dame vergleichen, wenn die J-Dame, also alle anderen Damen, die wir hier vergleichen, kleiner als 0 ist, also sprich ungültig ist, also noch nicht gesetzt ist, oder aber Queens von J größer gleich Queens.length. Das bedeutet, sie steht rechts über dem Rand draußen, dann ist sie auch nicht gültig gesetzt, oben über dem Rand draußen, Entschuldigung. Also hier irgendwo, wenn das der Fall ist, dann ist sie auch nicht gültig gesetzt. Dann brauchen wir den Fall hier nicht weiter anzugucken. Es würde auch mit dem Break funktionieren, weil alle Damen rechts davon dann nicht richtig gesetzt werden. Aber ja, wir könnten es eigentlich mit dem Break machen. So habe ich es bei mir gemacht und so hat es funktioniert. Nicht, dass es nachher nicht funktioniert. Gut. So, jetzt kommen die eigentlichen Bedrohungsfälle. Wenn wir hier Queens von J gleich Queens von I haben, also wenn die aktuelle Dame, die wir gerade setzen, auf der Höhe, also sagen wir mal hier, dieselbe Höhe hat, also hier ist zum Beispiel eine 3 und die hier setzen wir auch auf 3. Wenn die Höhen gleich sind von den Damen, dann geben wir eine Bedrohung zurück, also true. Wir machen das ja als Boolean. Wundert euch bitte nicht, dass ich hier die Klammern weggelassen habe. Wenn man nur eine Zeile Code schreibt, kann man bei einer if auch die Klammern weglassen. Ist nur ein bisschen schwieriger zu lesen, aber ich glaube, das macht jetzt gerade nichts. So, und jetzt kommt der schwierigere Fall, wenn sie sich diagonal bedrohen. Also wenn sie sich diagonal bedrohen, würde bedeuten, dass Queens von J, jetzt kommt ein bisschen Mathe, könnt ihr gerne nachprüfen, ob das stimmt, minus Queens von I, also die Damen, die wir hier prüfen, also sagen wir mal, die hier setzen wir und mit der wollen wir es prüfen. Dann haben wir hier 2, also 0, 1, 2 und die hier sitzt auf 3. Also sagen wir 2 minus 3. Das soll, oder wenn das gleich ist, wie, also 2 minus 3 sind logischerweise dann minus 1. Wenn das gleich ist wie J minus I, also das ist 0, 1, 2 minus, nee, das hier ist 1, also J ist ja die hier, die wir hier prüfen, 1 minus 2, also auch minus 1, dann bedrohen sie sich. So, jetzt haben wir aber noch den Fall, dass sie sich andersrum bedrohen können, sprich die J-Dame ist über der I-Dame und dann haben wir noch die beiden Fälle auf der rechten Seite. Und deswegen sagen wir hier, wir machen das Ganze ein Ups drumrum und ja, das gibt uns dann den Betrag davon, sprich wenn die betraglich gleich sind, math.ups, dann bedrohen sie sich. Könnt ihr auch versuchen, gerne irgendwie mal auf einem Schachbrett nachzubauen. Ich habe hier leider gerade digital keine Möglichkeit, ein Schachbrett nachzubauen. Deswegen, ja, müsst ihr mir jetzt einfach vertrauen. Also wenn die sich so diagonal bedrohen, das wäre der letzte Fall hier. So, dann geben wir true zurück und ansonsten sagen wir einfach, sie bedrohen sich nicht, denn das tun sie ja dann auch nicht. Dann sagen wir hier return false. Okay,
Das wäre die isThread-Methode und jetzt kommt die Backtrack-Methode, die quasi die Zählvariable hier verändern soll. Und die wird ein bisschen knackig und deswegen machen wir sie jetzt zuletzt. Gut. So, die Backtrack-Methode sagen wir hier zunächst einmal, okay, erstmal will ich hier nicht ich will das Ganze Start nennen. Da fangen wir nämlich an, back zu tracken und dann sagen wir hier drin i gleich Start, denn die Variable in Funktion sollte man eigentlich nicht modifizieren. Ist eigentlich guter Stil, wenn man es nicht tut. Okay, wir brauchen ein Boolean, wenn sich tatsächlich etwas geändert hat, beziehungsweise wenn wir irgendwo eine 8 stehen haben. Also hier können wir bis 8 gehen, nicht nur bis 7. Und eine 8 ist ja kein gültiger Wert mehr. Und ja, für den Fall, dass wir hier tatsächlich eine 8 haben, müssen wir backtracken, also tatsächlich echt backtracken, ansonsten geben wir im Prinzip nicht viel zurück. Ja, false muss der am Anfang sein. Entschuldigung. Und ja, für den Fall setzen wir unseren Boolean changed hier auf true und dann machen wir das. Gut. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir backtracken müssen, also richtig backtracken müssen. Dann sagen wir hier Queens von i, wenn das größer gleich, also im Prinzip nur gleich, aber ja, größer gleich für den Fall, dass irgendwas schief gelaufen ist, was eigentlich nicht der Fall sein sollte. Wenn es größer gleich Queens.length ist, also 8, dann habe ich euch ja gerade gesagt, sollten wir was machen. Oder aber, wenn wir irgendwie an eine negative Stelle gekommen sind und die nicht umgesetzt haben, ist bei mir mal vorgekommen, weil ich was falsch geschrieben hatte. Deswegen ist es hier noch ein klein bisschen drin. Und es ist ein Sicherheitsfall, also immer gut. Dann verringern wir die Zählvariable von der Schleife um 1 zunächst mal. So, und dann sagen wir hier, changed is true. Das brauchen wir nachher für eine if-Abfrage. So, und wenn wir jetzt hier dieses i auf kleiner 0 kriegen, also wenn wir durch dieses i minus minus hier den linken Rand nach außen rutschen, also hierher, dann sind wir fertig, weil dann gibt es keine Lösung mehr für das ganze Ding. Sprich, wir kriegen alle Lösungen vorher raus, bevor wir den Fall hier kriegen. Das ist quasi unser Abbruchfall. Und wenn wir den Fall wirklich kriegen, dann geben wir minus 1 zurück und sind glücklich und fertig. So, jetzt zu dem Fall, dass wir tatsächlich ändern müssen, welche Dame wir gerade bearbeiten, weil es einfach keine Möglichkeiten mehr gibt für die aktuelle Dame. Dann sagen wir hier if changed. Also, wenn wir das hier hatten und unser i schon verändert haben, dann machen wir das, was hier drin steht. Und dann machen wir erstmal eine Do-Schleife, denn mit einer While-Schleife alleine würde es nicht funktionieren, weil wir müssen es auf jeden Fall einmal ändern. Also wir müssen einmal erhöhen, damit wir ein anderes Resultat kriegen als davor. Denn sonst wäre ja die Dame einfach an derselben Stelle. Also wir schieben die Dame quasi einmal nach oben. Ups. Und schauen dann, bedroht sie? Wenn ja, also weil die Konfiguration, die wir für die Dame gefunden haben, die war zwar bisher gültig, also es war keine Bedrohung für die Damen, die wir schon davor gesetzt hatten, aber für die Damen danach gab es einfach keine Möglichkeit mehr. Und deswegen schieben wir die jetzt einfach einmal weiter und dann schauen wir, ist es eine Bedrohung? Und wenn ja, dann müssen wir sie halt noch weiter schieben, aber zurück darf man nicht mehr. Denn das davor gab ja auch keinen Sinn mehr, das heißt, es gab keine Lösung. Also solange sie eine Bedrohung ist, verschieben wir die Dame einfach einmal nach oben. So, jetzt kann es natürlich hier wieder passieren, dass wir auf 8 kriegen, also auf 8 gesetzt werden, weil es für diese Dame sonst keine weitere Möglichkeit mehr gibt. Naja gut, zunächst mal müssen wir natürlich alle Damen, die hinten dran stehen, hinter dieser Dame, die wir hier nach oben versetzt haben, müssen wir jetzt als ungültig erklären. Wie machen wir das? Wir sagen i plus 1, also wir fangen bei i plus 1 an und gehen bis ans rechte Ende unseres Arrays wieder durch, queens.length. Und zwar sagen wir dort für jede Dame einfach wieder, wir geben ihr den Initialwert und sagen, wir haben sie noch nie geändert, sprich wir müssen sie noch behandeln. Also integer.maxValue, minValue hatten wir. minValue, so. Also wir haben sie zwar schon einmal gesetzt, aber das war keine gültige Konfiguration, beziehungsweise wir haben vielleicht eine weitere Lösung gefunden. Auf jeden Fall wollen wir sie jetzt wieder neu setzen, deswegen haben wir das hier. Und ja, jetzt sagen wir hier, okay, was ich gerade schon gesagt habe, eventuell kommen wir hier auch wieder zu dem Punkt, dass wir diese Dame setzen, aber es gibt einfach keine gültige weitere Konfiguration mehr für diese Dame und wir müssen noch weiter vorne anfangen. Und deswegen sagen wir jetzt hier, okay, if Queens an der Stelle i größer gleich
Queens.length, im Prinzip das, was wir oben schon hatten, das, was wir hier hatten. Das ist jetzt mit der Dame anstelle i auch passiert, was ja logischerweise eine andere ist, weil wir hier i auf jeden Fall einmal geändert haben, übrigens. Wenn das passiert ist, dann sagen wir, okay, wir setzen i neu, und zwar backtracken wir einfach wieder ganz normal. Und zwar von i an. Achtung, nicht von i plus 1 oder i minus 1 oder was auch immer, denn wir verändern unser i ja hier oben, falls wir größer gleich Queens.length sind. Und Queens.length sind wir tatsächlich nur in dem Fall, dass wir hier auch diese if-Schleife aufrufen. Im Prinzip könnte man dieses if hier weglassen, aber das wäre ein Methodenaufruf mehr, den wir ständig hätten, deswegen einfach mal noch ein bisschen Geschwindigkeit reinpacken und diese if-Abfrage, zumal man dadurch besser lesen kann. Gut, und das war's eigentlich schon fast. Return i bitte. Und ja, wir sind eigentlich soweit fertig. Jetzt muss ich logischerweise nur noch das hier unten löschen. Und wir könnten es ausprobieren.